Ja, jetzt haben wir besprochen, wie unsere Produkte zum Klimaschutz beitragen. Ja, Hauptsache halt eben Korrosionsvermeidung und halt Gewichtsvermeidung und thermische Isolierung. Aber was macht denn Firma TC? Weil wir können als Firma natürlich auch irgendwas dazu beitragen, mit den Ressourcen und mit der Umwelt vernünftig umzugehen. Da können wir sicherlich auch noch was ausbauen, da können wir auch noch mehr machen. Aber wir zeigen mal so den Status quo heute auf. Wir haben erstmal den Bereich Beratung und Planung. Also wir beraten Kunden ja, wie man Faserverbundwerkstoffe vernünftig einsetzt. Dabei gehen wir natürlich auch auf Sachen wie Korrosionsschutz, Thermik, Masse und so ein und prüfen auch für die Kunden, wie kann man das optimal machen. Ist natürlich nicht immer unter dem Aspekt Umweltschutz, sondern oftmals unter dem Aspekt Finanzen und Kosten reduzieren. Aber wenn das in Einklang ist, dann ist das ja umso besser. Zum Beispiel bei Verkleidungsteilen für Fahrzeuge prüfen wir auch immer die Wandstärke. Weil Wandstärke, Querschnitt hat was zu tun mit Gewicht. Gewicht hat was zu tun mit einer Energie, die fürs Beschleunigen und Abbremsen aufgebracht werden muss. So, und das spart natürlich Ressourcen. Ebenfalls ist uns aufgefallen, dass wir in der Konstruktionsphase auch mehr berücksichtigen können, dass zum Beispiel ein Mix aus längeren und kürzeren Bauteilen da ist. Wenn man sich vorstellt, so ein GFK-Profil wird hergestellt, man hat ein relativ langes Bauteil, da sind Fehlstellen drin und ich brauche nur lange Bauteile, ja, dann muss ich das Ding halt rausschneiden, vielleicht noch optimieren oder halt eben verschrotten. Habe ich kürzere Teile, dann kann ich natürlich auch das einfach auf kürzere Teile runterschneiden, die ich sowieso benötige und reduziere dadurch den Abfall, der entsteht. Das können wir in der Designphase auch sehr gut berücksichtigen. Wie jedes Unternehmen haben wir natürlich auch Rohmaterialien, die hier mal ankommen und nicht ganz korrekt sind oder Sachen, die wir in der Fertigung selber verbaseln. Da sehen wir zu, dass solche Teile immer repariert werden, solange das möglich ist. Vorteil von Faserverbundwerkstoffen ist auch, dass man die eigentlich sehr gut reparieren kann. Es sind ja oftmals auch nur kleine Stellen, so dass die weiter zu einem vernünftigen Endprodukt verarbeitet werden können und nicht ins Recycling gehen oder eben vielleicht in der Müllverbrennungsanlage verbrannt werden müssen. Also Schrottquote runterhalten ist ein ganz wichtiger Aspekt hier in der Fertigung. Und was wir auch machen, sind halt, dass wir dafür sorgen, dass wir gute Vorrichtungen haben. Nicht, dass diese eigentlich sehr hochwertigen Bauteile uns während des Produktionsprozesses noch kaputt gehen. Also das ist auch Ziel, A, erstmal um Kosten zu vermeiden, B, aber auch um die Umwelt zu schonen. Wenn wir uns die Fertigung an sich angucken, unabhängig vom Bauteil, dann haben wir ja einen CNC-Maschinenpark, den wir im Laufe der Zeit erneuern und durch CNC-Maschinen ersetzen, die an sich schon für die Bearbeitung einen geringeren Energiebedarf haben, die aber auch zum Beispiel eine optimierte Absaugung haben. Wenn man sich die Absaugung von alten Maschinen anguckt und von heutigen, dann sind die einfach deutlich strömungstechnisch besser gebaut, sodass viel weniger Volumen abgesaugt werden muss. Und das kriege ich natürlich auch hin mit kleineren Ventilatoren. Und das spart halt eben täglich auch Energie. Was wir noch haben, unsere Firmendächer sind mit relativ großflächigen Solaranlagen bestückt. Mit dem Umzug auf dieses neue Betriebsgelände in 2018 wurde die Heiztechnik auch von fossiler Energie wie Öl und Gas umgestellt auf nachhaltige Heiztechnik mit einem Holzpelletkessel. Da können wir sicherlich hier an der alten Infrastruktur der Wärmeverteilung noch was machen im Gebäude. Aber das ist da werden wir uns in der Zukunft dran machen. So, dann haben wir den Transport der Materialien zwischen unseren Rohmateriallieferanten und uns, zwischen zusätzlichen Dienstleistern wie Lackierungen und zwischen den Endkunden. Früher klassischerweise alles auf Holzpaletten, die irgendwo zusammengebaut werden mussten und hinterher vielleicht weiterverwendet oder vernichtet wurden. Das haben wir im Laufe der Jahre umgestellt auf Ladungsträgersysteme, die basieren auf Aluminiumprofilen, einem Aluminiumprofilsystem. Hat den Vorteil, wir können die guten Bauteile selber bauen. Die werden einmal benötigt für sehr viele Transporte zwischen dem Lackierer und uns, sowie den Kunden und uns. Richtung Lieferanten müssen wir das noch ausbauen. Und das hat weiterhin den Vorteil, wenn Projekte zu Ende sind und wir diese Bauteile nicht mehr benötigen, ja, dann können wir sie auseinanderschrauben.
ins Regal legen und hinterher in irgendwas Neues umwandeln. Also dieser Recycling-Gedanke war auch da schon da, um halt nachhaltiger zu arbeiten. Ja, zu dem Thema Ladungsträger gibt es dann auch noch ein extra Video. Was haben wir noch getan? Ja, Licht. Man braucht hier in so großen Hallen natürlich auch immer Licht. Beleuchtung ist zum Großteil auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt worden. In Teilbereichen haben wir noch alte Beleuchtung. Da haben wir gesagt, sobald die kaputt geht, wird auch das umgestellt. Ja, und dann haben wir ja im letzten Jahr, also in 2020, noch ein neues Gelände mit Warenlagerung in Betrieb genommen. Da haben wir auch direkt dafür gesorgt, dass das Regenwasser, was dort anfällt, wirklich auf dem Betriebsgelände in sehr großen Rigolen die Möglichkeit hat zu versickern, um einfach sicherzustellen, dass ja, der Grundwasserspiegel da nicht sinkt. Als nächstes haben wir noch die Frage, wir wissen jetzt, was ist mit den Materialien, wir wissen, was macht TC irgendwo Richtung Umweltschutz, was macht denn die ganze Branche dafür? Ich habe mal ein klein bisschen recherchiert, also es gibt Forschung für Faserverbundwerkstoffe, wo man auch versucht, zum Beispiel Glasfasern hier zu ersetzen durch natürliche Fasern, können also zum Beispiel Handfasern sein. Hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, noch technische Probleme. So eine Glasfaser hat einen sehr gut definierten Durchmesser und eine sehr gut definierte Festigkeit. Bei allem, was natürlich wächst, ist das natürlich nicht ganz so einfach, aber da gibt es auch sehr gute Bemühungen, in die Richtung zu kommen. Und ich kann mir auch Anwendungsfelder vorstellen, zum Beispiel Verkleidungsteile von, sagen wir mal, Baggern oder sowas, wo man sagt, okay, da kann man sowas Biobasiertes einbauen. Genauso gibt es natürlich Aktivitäten bei Harz- und Hertha-Systemen, dass man versucht, den Anteil, der an Öl da reinkommt, halt zu verringern und das durch andere Stoffe zu ersetzen. Da gibt es auch recht viele Forschungsaktivitäten. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich der Füllstoffe, wo man auch versucht, Füllstoffe ja, durch nachwachsende Rohstoffe oder eben aus nachhaltigen Quellen herzustellen. Muss natürlich sich immer decken mit den anderen Ansprüchen, die man vielleicht noch hat, Brandschutz und so weiter. Also da kann man aber sehen, da gibt es gute Aktivitäten. Eine schöne Quelle ist dafür auch der Dachverband der faserverstärkten Kunststoffe. Das ist die Industrievereinigung Faserverstärkte Kunststoffe e.V. in Frankfurt, der AVK. Da findet ihr also auch weitere Informationen. Und da gibt es auch Arbeitskreise, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Ebenfalls gibt es das Bestreben in unserer Branche, auch durch Hersteller von zum Beispiel Faserverbundprofilen, da den Carbon Footprint transparenter zu machen, wo man auch wirklich schaut, so, welchen Carbon Footprint haben denn Faserverbundwerkstoffe speziell auf eine Anwendung bezogen, um das auszurechnen und auch eben, um das mit anderen Werkstoffen zu vergleichen. Und um Ansätze zu finden, diesen Carbon Footprint noch zu reduzieren. Dann ist vielleicht noch interessant, was macht denn die ganze Lieferkette? Wir sind ja nicht allein in einem System, wir haben immer Kunden und Lieferanten. Was passiert denn da? Also ich kenne auch die Bemühungen von unseren Vorlieferanten, dass die zusehen, auch CO2 einzusparen. Maßnahmen, wie die wir auch gemacht haben, ich sage mal Beleuchtung, Energie einsparen, da wo zum Beispiel mehr Elektroenergie verwendet wird, das auch aus nachhaltigen Quellen zu machen. Wir kennen es auch kundenseitig, dass dann zum Beispiel verstärkt auf Lacke gesetzt wird, die wasserbasiert sind. Ist auch ein schöner Beitrag dazu. Ja, und wenn wir dann sowieso unsere Bauteile in Busse und Schienenfahrzeuge liefern, da gibt es natürlich auch viele Anstrengungen, energiesparend zu transportieren. Und das Massenverkehrsmittel Bus oder Bahn ist ja sowieso ein ganz guter Ansatz dafür. Das sind so die Beiträge, die wir bisher leisten. Da können wir sicherlich durch Nachdenken auch noch was optimieren. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne, wir nehmen die gerne auf und denken mal drüber nach.